Viele fragen uns natürlich, warum machen wir so eine Reise mit fast 50 Wunderländern nach Monaco mal eben zu fliegen. Man baut einfach so ein Land oder so eine Region viel besser und authentischer, wenn man einmal da war. Fünf Tage sind vorbei. Monaco, Provence, wir sind ganz viel rumgefahren, haben ganz viele Eindrücke gesammelt und ich hoffe, euch gefällt das Wunderland-Special. Das ist so viele Jahre her, dass ich mal hier war. Ich stand hier schon mehrfach und habe das genossen. Ist cool, oder? Ja, ist schon beeindruckend. Also, aber alles auf einen Blick. Also ich hätte echt gedacht, das ist noch weitläufiger. Ich kenne es ja jetzt nur von den Internetrecherchen. Und man sieht ja hier wirklich jetzt, man sieht alles, was wir bauen, auf einen Blick. Das ist schon witzig. Geil. Wir haben ja irgendwann mal veröffentlicht, dass wir Monaco bauen. Und da haben, ich sag mal, 50% Hurra geschrien, ganz großartig. Wir sind wahrscheinlich die vor allem, die schon mal hier waren. Und anderen gefragt, wieso Monaco, gibt es doch 1000 andere Möglichkeiten. Das ist die Verbindung, so dieses außergewöhnliche Monaco, dieser kleine Stadtstaat und dann dieses wahnsinnig imposante Formel-1-Rennen. Wir haben diese Formel-1-Strecke immer verschoben aus Platzgründen und hier kann man eine Stadt mit diesem platzraubenden Formel-1-Thema verbinden. Und das ist eigentlich die perfekte Lösung. Jetzt muss Gerrit es nur noch hinkriegen, eine Formel 1 zu programmieren und technisch hinzukriegen und das wird die größere Herausforderung. Stört dich eigentlich, dass Gerrit und ich so gerne die Formel 1 haben wollen und dadurch alles sozusagen ein bisschen danach ausgerichtet ist? Ja, wenn man das jetzt so sieht, ist es ein bisschen schade um die Marina. Das ist wirklich so ein Ding, was auch das Monaco-Bild hier so ein bisschen prägt. Weil der Besucher steht ja jetzt wirklich da, wo hier die großen Schiffe stehen, um wirklich nah am Geschehen zu sein. Ich habe genau die gleichen Gefühle nämlich auch gerade. Wir müssen irgendwie so viel wie möglich von diesem Flair doch irgendwie noch unterbringen. Ja. Und nicht nur alles rauskürzen, nur weil die Besucher ganz nah ran sollen. Wir haben ja ein bisschen Wasserfläche bei uns und vielleicht kann man da noch was von den Liegeplätzen hin und her schieben, dass man ein paar größere Boote reinbekommt, weil sonst hätten wir wirklich nur die ersten zwei Reihen mit diesen Minibooten, ich sag mal bis 10 oder 12 Metern und das gibt es nicht wieder. Ne? Eigentlich müsste man schon so ein paar größere Klopper mit reinhauen. Viele fragen uns natürlich, warum machen wir so eine Reise mit fast 50 Wunderländern nach Monaco mal eben zu fliegen. Wir haben das in Italien schon gemacht und man hat es gespürt. Man erlebt das viel, viel genauer und viel intensiver, wenn man mal wirklich da war. Wie die Menschen miteinander reden, wie es so ist, wie es riecht, wie es aussieht, wie der Müll hier anders aussieht wie als bei uns oder wie die Gullideckel anders aussehen. Das sind Dinge, die kann man im Internet nicht spüren oder auch nicht sehen. Man baut einfach so ein Land oder so eine Region viel besser und authentischer, wenn man einmal da war. Der Zeitpunkt dieser Reise ist eigentlich ganz schön gefährlich. Er ist genau richtig, weil jetzt hat sich jeder schon bei uns im Team mit Monaco beschäftigt. Wir haben angefangen zu bauen und man soll sich jetzt noch Anregungen holen. Ne? Man soll jetzt so bestimmte Dinge spüren, die man vielleicht noch mit einbauen kann. Das Feeling muss mit rüberkommen. Es ist aber auch eine riesengroße Gefahr. Ich stelle mir gerade vor, und es war bei Italien so ein bisschen so, die kommen alle zurück und sagen, jetzt müssen wir unseren ganzen Plan komplett umwerfen, weil wir wollen das noch bauen und dies noch bauen und das noch bauen. Aber den Spielraum haben wir in dieser Form gar nicht mehr. Kleine Dinge können wir noch ändern. Das ist also sozusagen das Risiko. Aber es ist in jedem Fall toll. Man kommt mit Eindrücken wieder und Eindrücke sind immer toll für die Kreativität. Ja, ich bin Stefan vom Wunderland und ich übernehme jetzt momentan die Bauleitung für den Bauabschnitt Monaco. Meine Aufgabe im Wunderland ist es, normalerweise Bausätze zu erstellen, die man so nicht kaufen kann. Also ich zeichne individuelle Gebäude am Rechner, mache dann entsprechende Bausatzlayouts, so wie bei einem gekauften Bausatz praktisch die Einzelteile. Und das Ganze wird dann CNC gefräst und geht dann in den Modellbau zum Zusammenbauen oder zum Kolorieren. Der Unterschied zwischen Bauabschnitten wie jetzt Italien oder Venedig speziell ist bei Monaco, dass wir noch aufwendig gestalten, aber wesentlich einfacher, dass wir zeitlich im Rahmen bleiben. Ja, dass wir den Besuchern auch was präsentieren können und nicht ewig auf den neuen Bauabschnitt warten müssen. Da versuchen wir dann ein bisschen zu reduzieren. Allerdings ist Monaco insofern zweigeteilt, dass wir die Hochhausbebauung haben und die Altstadt Monaco-Ville. Monaco-Ville bildet nämlich eine komplette Anlagenkante, die nicht für den Formel-1-Besucher relevant ist. An dieser Anlagenkante werden sich auch die ganzen Knopfdrücker konzentrieren und es ist halt neben der Rennstrecke das zweite Highlight, sage ich jetzt mal, für Monaco, weil wir da kleinteilige Bebauung haben, ähnlich wie in Venedig. Kleine Häuschen mit im Erdgeschoss Laden und darüber wohnen und ganz kleine Gassen. Und das ist alles so niedlich. Also kann man schon mit Venedig vergleichen. Und als Kontrast dazu haben wir dann die Hochhäuser, die wir dann relativ einfach gestalten können, weil sie nur Hintergrundbebauung für die Rennstrecke sind.
Es ist 10 Uhr morgens, wir sind jetzt vom Ozeaneum und wir kriegen jetzt eine schöne Führung. Und da gehen wir jetzt mal alle rein. Das sieht ja geil aus. So ein Walskelett nachzubauen ist schon, glaube ich, eine Herausforderung. Naja, vor allen Dingen das hier so hinzuhängen, dass es nicht runterbricht, ne? Ja. Haben die auch Delfine? Hier, Stefan, das ist doch für deine Decke. Was ist das? Schlachten die da gerade ein Tier oder was? Geil, der hat hier so ein geiles Horn vorne, der eine. Die Farben von den Fischen sind einfach extrem. Weil ich habe gerade gesagt, man kann die auch nicht gefühlt nachmalen oder so, weil die so leuchten. Ja, ich habe den Rohentwurf jetzt fertig momentan. Wir müssen noch mit der Technik nachher abklären, was da genau passieren soll. Und dann wird das Ganze überarbeitet, bevor der Modellbausatz tatsächlich gefräst wird. Ja, wir können jetzt können wir erstmal gucken, wie das Gebäude überhaupt aufgebaut ist, weil wir das ja auch öffnen wollen, um zu zeigen, was drin ist. Und da muss man natürlich wissen, was wo ist. Das kann man jetzt hier vor Ort direkt mal sehen, weil wir hatten keinen Schnitt oder so. Wir hatten ja nur Außenansichten zum Zeichnen und jetzt siehst du wirklich, in welchem Gebäude welcher Ausstellungsteil ist. Auch die Decken waren auch total krass, fand ich, mit diesen Ornamenten da dran und so. Ja, viel Spaß. Hier ist so ein Becken zur Verschmutzung oder so als Statement gegen die Verschmutzung von Meeren. Und ganz viel Müll irgendwie. Finde ich richtig cool. Ich mache gleich mal ein Foto und dann können wir das vielleicht auch nachbauen. Ich will da was sehen. Guck mal da. Also ich finde es sehr wichtig, dass man vor Ort fährt, um sich die Gegebenheiten anschaut, weil du einfach ganz andere Eindrücke sammeln kannst und eben auch Emotionen damit verbindest, was du dann eben als Liebe verpackt in die Anlage bauen kannst. Da kommt halt dieses Detailverliebtsein her. Ich habe mich halt auf wenig eingestellt, einfach um neutral zu sein von der Stimmung, um wirklich alles mitzunehmen an Emotionen, was man hier so finden kann. Und so, boah, krass. Also wo ich gerade diesen Tank sehe, wo die ganzen Quallen einfach sich im Kreis drehen. Wir haben aus Jux und Dollerei vor einiger Zeit tatsächlich mal rumgespielt mit Knopfdrückern, was könnte man machen. Und da haben wir einen Strudel gebaut in so einem kleinen Becher. Der war aber halt irgendwie unsinnig, sag ich mal vorsichtig. Da hätte ich jetzt den Sinn entdeckt, dass man einfach so ein drehendes Quallenaquarium konstruieren könnte. Ich glaube, Ideen gab es mal. Mir fällt jetzt ehrlich gesagt nicht direkt was ein, weil es halt sau schwierig ist, irgendwie das in so einem Aquarium bewegen zu kriegen. Es gab mal Ideen, dass wir, das war sogar mal im Ozeaneum geplant, dass wir unten ein Aquarium bilden, irgendwie einen Bildschirm oder so, wo eben so ein Ding zu sehen ist, was dann von unten nach oben rausschwimmt. Und im nächsten Moment bricht das Dach von dem Ozeaneum auf und dann kommen so Tentakelarme aus dem Gebäude raus und wollen halt irgendwas essen oder so. Aber das ist vielleicht halt ein bisschen zu krass. Das wird noch ausgearbeitet. Wir werden ja das Ozeaneum auch nachbauen. Und da wir vorhaben, dass sich die Fassade in irgendeiner Art und Weise öffnet, habe ich oben im Ausstellungsraum besonders auf die Beleuchtung geachtet, auf die verschiedenen Arten von Kronleuchtern. Und hier unten, ich weiß nicht, wie genau wir Aquarien nachstellen, aber ich denke, da kann man auf jeden Fall gut mit Lichtakzenten arbeiten. Oder ich habe so fluoreszierende Farben im Kopf, die man dann besonders anleuchten kann, sodass man das schön darstellen kann. Wir hatten einen super netten Kontakt mit dem Stadtplanungsamt. Die haben uns ganz toll unterstützt mit einer Stadtführung und auch mit Unterlagen, die wir bekommen können. Ja, wir sind zum Fürstenpalast hoch, dann durch die Altstadt und haben dann Informationen über die typischen Gebäude bekommen, wie so ein Altstadtgebäude aufgebaut ist. Früher gab es nur das, also es gab nur die Burg und halt nur die
die Stadt. Das war eigentlich das Anfang von Monaco. Und dieses Chateau, was hatte das für eine Das war die Burg, die gebaut wurde, um den Hafen hier zu beschützen. Also ein Wehrturm sozusagen. Und die Gebäude, die wurden alle nachgebaut. Ist das irgendwie zerstört worden? Ja, es wurde zerstört. Okay, so wir gehen jetzt in das alte Monaco rein, um dann zu sehen, wie die Gebäude strukturiert wurden. So wie die Häuser heute stehen, man hat die genau wieder dorthin gestellt, wo sie mal standen. Auch wenn sie demoliert wurden. Heutzutage die Farben von den Gebäuden sehr hell und sehr bunt sind. Früher waren die eher Pastellfarben. Bloß man hat mehr Nizza abkopiert, weil in Nizza ist halt alles sehr bunt. Und Nizza gehörte früher den Turinern. Und deswegen war es sehr bunt und die haben sich gesagt, heutzutage machen wir auch alles bunt und nicht mehr so pastellfarbig wie Genua. Wir hatten diesen Besuch beim Planungsamt, da habe ich unser Projekt vorgestellt, unseren Arbeitsstand, den aktuellen von unserem Mini-Monaco im Wunderland. Dann hat man uns da so die Arbeitsweisen gezeigt, wie hier so die Planung läuft. Und da haben wir gesehen, dass es super gute 3D-Daten gibt von verschiedenen Gebäuden. Allerdings nicht ausgearbeitete Fassaden, sondern einfach mit einer Textur. Aber diese Daten bekommen wir zur Verfügung gestellt und das hilft uns sicher sehr weiter, schon mal alleine von der Anordnung. Und es ist schon eine große Hilfe. Ja, genau. Also ich baue diese Kirche. Der Bausatz ist schon fast fertig. Stefan ist da gerade dran. Und diesen Bereich hier vorne, das bauen wir alles ungefähr relativ genau nach, machen wir in Schwarz-Weiß auf der Anlage. Das hat folgende Bewandtnis, weil hier hat die Hochzeit stattgefunden von Grace Kelly und dem Prinzen oder Fürsten, weiß ich jetzt nicht genau. Und die Fotos, die man von da kennt, sind halt in Schwarz-Weiß und das wollen wir so ein bisschen nachahmen, um einfach dieses Fotomotiv da für unsere Gäste dann zu erschaffen. Ich habe ein Probehaus gemacht in Schwarz-Weiß und man tendiert immer dazu, irgendwie Farbe benutzen zu wollen. Das ist ganz natürlich. Das ist ganz, ganz schwierig für den Kopf. Ich kann das gar nicht so richtig erklären. Also dieses Kolorieren in Schwarz-Weiß, da muss man sich sehr konzentrieren. Das ist einfach so anspruchsvoller als uns. Ja. Wir sind hier in dem Kakteengarten. Unglaublich, was es hier für Kakteen gibt. Bin schon mal überlegen, wie wir die Dinger bauen. Wird bestimmt ein Problem werden. Vor allen Dingen sowas hier ist schon eine Herausforderung, das zu bauen. Ja, ich bin beeindruckt. Also ich war schon in Mexiko, aber ich habe solche Kakteen noch nie gesehen. Ich komme mir vor wie auf einem anderen Planeten. Echt unglaublich. Hier haben wir einen riesengroßen Kaktus, wo man sieht, dass Leute sich eingraviert haben, weil es hier in ganz Monaco kein Graffiti gibt. Mein Name fehlt, aber ich möchte den Kaktus nicht wehtun. Der hat schon so gelitten. Du armer Kaktus. Was ganz witzig ist, jeder kommt ja mit anderen Ideen hierher. Ne? Und ich weiß, einer unserer Modellbauer, der hat sich voll auf die Fahne geschrieben, er will der Perfektionist in Sachen Schildern hier werden. Da fragst du dir, das kannst du doch bei Google angucken. Nee, es ist wirklich ganz andere Art von Schildern. Ganz, ganz, ganz viele Schilder sind hier mit LED zum Beispiel beleuchtet und sehen einfach anders aus und sind anders beschriftet und so weiter. Klar kann man sich das im Internet anschauen, aber die Verbindung, wie sie im Zusammenhang stehen, siehst du nur, wenn du es dir in echt anschaust. Ich bin der Straßenschilderbeauftragte im Miniaturwunderland. Seit Italien gibt es dafür einen Vollzeitjob. Deswegen wurde ich mitgenommen nach Monaco, um mich damit zu beschäftigen, was es hier für Besonderheiten gibt. Zum einen gibt es beleuchtete Straßenschilder mit LEDs, die nachts blinken oder wenn ein Auto rüberkommt, die dann darauf aufmerksam machen sollen, dass hier zum Beispiel auch ein Kindergarten ist oder ein Zebrastreifen oder Halteverbot. Genauso gibt es auch beschriftete Halteverbotszeichen mit Symbolen drin, was wir bei uns in Deutschland auch nicht haben. Kleinere Formate, größere Formate. Es ist alles sehr vielfältig und ich bin froh, darauf achten zu können, um nämlich diesen Detailreichtum noch in das Wunderland einzubauen.
Es war ganz spannend in der Vorbereitung. Wir sind jetzt, wie gesagt, fast 50 Leute hier und haben verschiedene Themen, so Architektur, aber auch so den Landschaft, den Umkreis sozusagen von Monaco. Und wer sich für was interessiert, da ist man ganz überrascht manchmal, dass ein Felsbauer mal sagt, okay, er möchte vielleicht mal ein bisschen mehr Architektur gucken und so. Und das ist, da bin ich ganz, ganz gespannt, wie das so ist, wenn die alle wieder zusammentreffen, weil wir haben uns so ein bisschen auch getrennt an verschiedenen Momenten und wir treffen am Samstag alle wieder zusammen, wie das dann so ist und in den Erzählungen, was man erlebt hat und was es so den einzelnen Teams, so den einzelnen Spezialisten so gebracht hat, diese Reise. Das ist, ja, macht mich neugierig und bin ich gespannt.